Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu unserem neuen YouTube-Film von Cargold. Ihr wisst ja, Cargold-Qualität haben wir auch heute Morgen wieder. Und heute Morgen haben wir mal ein Auto, das habe ich erst verstaubt in der Garage gesehen, da dachte ich, das ist eigentlich nichts für uns. Aber erste deutsche Hand, original 78.000 Kilometer. Und das ist das S-Klasse Coupé, was ab 1981 gebaut wurde bis 1991. Das heißt also 10 Jahre. Und das war damals ein absolut edles Spitzenprodukt von Mercedes. Das ist ein 8-Zylinder, das ist ein Mercedes 420 SEC. Und jetzt nochmal, ist ganz lustig, weil wir die gerade sauber machen. So hat so ein Wagen vor 30 Jahren ausgesehen. Das war das Design. Übrigens ein Fahrzeug mit Buchhalterausstattung. Der hat ein Schiebedach, eine Automatik und das ist dann auch gewesen. Nur mal so rein zufällig, ich fahre ja über 100.000 Kilometer im Jahr, um diese schönen Autos zu finden. So sieht so ein Auto heute aus. Das ist halt eben eine völlig andere Generation. Das ist auch kein 8-Zylinder mehr, das ist ein 6-Zylinder. Verbrauch aber 6 Liter, ich will das einfach mal sagen. Dahinter steht ein Bus, den filmen wir heute auch noch. Also so ändern sich die Zeiten und so ändern sich auch wirklich die Fortbewegungsmittel. Ja, und hier haben wir ein wunderschönes Modell W126, der Baureihe 126. Der hat ungefähr 220 PS, läuft 220 Stundenkilometer Spitze und ist ein sehr, sehr gepflegtes Ersthandauto. So, jetzt würde ich mal sagen, wir starten einfach mal, damit ihr mal seht, also ist ja wirklich ein zeitloses Design auch. Also schaut euch das mal an, das macht ja eigentlich den wesentlichen Unterschied zu so einem Fahrzeug hier. Sieht heute ganz anders aus. Das ist halt eben ein Auto, ja, zeitlose Eleganz möchte ich mal sagen. Hat noch einen relativ hohen Qualitätsstandard, obwohl, wenn man das mit den 70er Jahren Anfang vergleicht, hat sich da schon deutlich was verändert. Und wo, das zeige ich euch jetzt mal. Die Coupés hat es ja nur in 8-Zylinder-Ausführung gegeben, ganz früher mal zur 111er Baureihe, so 1970, da hat man auch 6-Zylinder gebaut, da hieß das dann 280 SE. Hat es bei dem hier nicht mehr gegeben, da gab es also am Anfang erst den 380 SEC und den 500 SEC, das war dann praktisch in der ersten Serie. Und das Auto ist hier jetzt die zweite Serie und das bedeutet, da gab es dann nur noch 420 SEC, 500 SEC und den 560er, also 3 8-Zylinder-Versionen hier von der 126er Serie. Und das ist eigentlich also dafür bekannt, das ist eine sehr, sehr kommode Maschine. Die hat aber genügend Leistung, der zieht richtig gut los. Es wurden vom 560 Coupé 28.000 Autos gebaut. Die waren auch weltweit ein großer Erfolg. Wohingegen hier vom 420er hat es nur 3.300 gegeben. Also es ist ein verhältnismäßig seltenes Auto und den wir hier haben, also als ich den gesehen habe, da musste ich erst mal schmunzeln. Weil das ist wirklich ein Auto mit Buchhalterausstattung. Er hat sich als einziges extra ein Schiebedach gegönnt. Das könnt ihr hier oben sehen, das haben wir gerade geöffnet. Und alles andere, was ihr hier seht, ist Serie. Also er hat nicht mal ein Radio hier vorne, hat er gesagt, brauche ich nicht. Ich kann selber pfeifen. Dann hat er ja vorne 4 elektrische Fensterheber. Ihr seht aber auch hier schon an dem Holz, wenn man das mit dem Holz der Baureihe 111 vergleicht, sieht man einfach, hat längst nicht die Qualität, auch wenn es wirklich toll gepflegt ist, das Auto. Aber wenn ich mir das so anschaue, da gibt es ab und zu mal einen Riss oder da ist die Oberfläche nicht so schön und perfekt. Ich habe auch große Zweifel, ob das Holz überhaupt echt ist, ob das nicht schon irgendwie so ein Plastik nachgemachtes Wurzelholzverschnittteil ist. Könnte ich mir gut vorstellen, weiß ich aber nicht ganz genau. Also der Wagen hat 218 PS genau, läuft damit 220, 225 Spitze. Verbrauch so, ich sag mal, um die 12 Liter. Ist ein Auto, was ihr relativ sparsam fahren könnt, was eine sehr schöne Form hat. Und was das Auto hier besonders macht, der Eigentümer ist ja 1917 geboren, ist also wirklich relativ alt gewesen, hat das Auto in erster Hand 79.000 Kilometer bewegt. Das sieht man hier auf dem Tachometer. Und mehr hat er nicht gelaufen. Und das ist der Grund dafür, weshalb der so einen hervorragenden Pflegezustand hat. Und was ich total cool finde, ist die Innenausstattung. Die habe ich bei so einem Auto noch nie gesehen. Es ist praktisch Velour. Die meisten hatten ja Ledersitz, aber nein, er hat hier dieses streifige Velour. Das ist die Original-Standard-Serienausstattung bei dem Auto. Und mit der silbernen Farbe außen und innen Weinrot finde ich das geschmacklich sehr schön. Und ich kann euch sagen, man sitzt toll in den Sitzen. Also es ist total gemütlich und warm. Bei Sitzheizung hat er sich übrigens auch nicht bestellt. Die hätte man sich ja bestellen können.
hat aber extra gekostet und eine Sitzheizung braucht man hier aber auch nicht, weil das ist total warm und mollig. Also es ist wirklich angenehm hier. Wir haben es ja mittlerweile Oktober, es wird ein bisschen frischer draußen und ich muss mal gucken, der hat hier nicht mal, der zeigt nicht mal, das ist ja normalerweise hier Außentemperaturanzeige, auch Fehlanzeige. Also das Einzige, was er hat, das ist hier Tank, die ganz normalen Instrumente halt eben hier Öldruck, Kombi-Instrument, dann hier vorne sieht man 4-Gang-Automatik, zweite Gang bis 120, dritte bis 200 und vierte war dann oben drüber. Dann hat er ein schönes, sehr gepflegtes Lederlenkrad, das war auch Serie. Airbag konnte man sich schon damals bestellen, hat er aber nicht. Müsste auch sonst da vorne zu sehen sein, das hat er da auch nicht. Was damals geführt wurde, war ASR, aber ich kann euch nicht sagen, ob er ASR hat oder nicht. Was mir aufgefallen ist bei dem Wagen, es ist halt ein Coupé. Coupés sind immer viel, viel wertvoller als Limousinen. Und ich merke das an der Nachfrage, Coupés sind wieder sehr gesucht. Also, und wirklich gute, gepflegte Coupés gibt es selten. Also ich weiß aus Erzählungen und auch von Daimler-Benz, da habe ich ja ganz gute Verbindungen, die Autos, die laufen erste Klasse, die waren super solide gebaut. Und erst so ab 250.000 Kilometer kommt da mal eine größere Reparatur. Bis dahin läuft so ein Wagen wie eine 1 und ist auch sehr komfortabel. Das merke ich jetzt schon hier auf den ersten Metern. Aber man sitzt hier wirklich toll drin. Er schluckt alles. Er ist leise mit seinem reinen V-Zylinder, mit seiner V8-Maschine. Rein V-Zylinder mit Quatsch. Entschuldigung, ab und zu verspreche ich mich mal. Mit seinem V8-Zylinder. So ist richtig. Ne? So, ja, also wirklich ein wirklich gemütlich zu fahrender Wagen von einer hervorragenden Qualität. Wir fahren jetzt, da ich so Gott will, dass die Sonne rauskommt, da sieht so ein Auto nämlich noch viel, viel schöner aus. Mal einen Berg hoch und dann zeige ich euch mal, was das wirklich ein gepflegter Wagen ist. Das ist das Besondere an dem Auto. Wenn ich mir die Windschutzscheibe angucke, die ist praktisch neu, da ist nicht ein Steinschlag drin. Unglaublich. Also wenn ich 10.000 Kilometer mit dem Auto gefahren bin, habe ich überall diese Pickel. Aber der Herr ist wahrscheinlich immer nur 80 gefahren, vermute ich mal. Jahrgang 1917 bedeutet, der ist heute über 100 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, das haben wir jetzt nicht überprüft. Wir haben das aus einer Sammlung bekommen, da stand der Wagen. Ich habe den durch Zufall stehen sehen. Und da dachte ich mir, ein schönes 126er Coupé, das ist was für euch. Und vor allen Dingen, es gibt nicht viele am Markt. Es gibt nicht viele Autos, die wirklich top gepflegt sind. Und so ein Wagen hier kostet unter 50.000 Euro. Und das finde ich spannend. Also ihr habt ja extremen Luxus, der hat ja trotz allem eine tolle Ausstattung, war ja sehr viel schon beim Serienumfang auch mit dabei. Und so ein Wagen für das Geld, für unter 50.000, wenn so ein Wagen mal kaputt ist, ist das sehr teuer, das machen zu lassen. Aber der läuft ja toll. Also ich merke, der bremst gut, der lenkt sich gut. Und bei so einer Laufleistung, wenn der immer nur langsam bewegt wurde, und das muss so sein, auch innen, der ist wie neu. Wobei wir eine Innenreinigung noch nicht gemacht haben. Das kommt jetzt noch, das machen wir auch immer. Eine chemische Innenreinigung, dass die Autos dann nicht mehr riechen und gar nichts mehr. Also er hat auch einen guten Geruch hier, muss ich noch mal sagen. Er hat nicht geraucht. Es ist halt eben nur ein Auto in der absoluten Minimalausstattung. Aber das finde ich schon wieder so schrill, dass ich es gut finde. Ja, als erstes möchte ich euch jetzt mal ganz kurz hier die Haube öffnen. Wie gesagt, das ist ein 8-Zylinder-Coupé, er ist vorne schon offen. Da greift man hier vorne runter und drückt die Hebelchen nach innen. Und dann könnt ihr hier auch sehen, das ist wirklich ein hervorragend gepflegtes Auto. ABS hat das Auto übrigens, das könnt ihr hier vorne sehen. Da die 8-Zylinder-Maschine, die hat es ja eigentlich 1969 zum ersten Mal gegeben im 280 SE 3.5. Und dieser Motor ist eigentlich bis 1991 so weitergebaut worden. Man hat ihn vergrößert vom Volumen, ist ein sehr, sehr zuverlässiges, stabiles Triebwerk, was leise ist. Also war ein großer Wurf von Mercedes, dieser Motor. Und ich weiß, dass diese Motoren bis 500.000 Kilometer halten. Man darf die halt nicht, wenn ein Auto kalt ist, nicht Vollgas fahren, erst ein bisschen warm werden lassen. Und dann sind das also wirklich ganz haltbare, tolle Autos. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken, wann haben wir denn da Öl gewechselt? Das ist gerade gemacht worden. Ach nee, stimmt nicht. Spätestens am 21.09.22 muss das gemacht werden. Das ist, ja gut, aber okay, das sagt man alle 2 Jahre, aber das Öl ist gerade gewechselt, weil er sich auch nicht mehr groß bewegt hat. Ja, also ich finde, dass der Wagen sehr elegant und sehr, sehr edel aussieht. Ist ein total zeitloses Coupé. Mit Radkappen habe ich so ein Coupé übrigens auch noch nicht gesehen. Als ich das gesehen habe, dachte ich, das kann ja wohl nicht sein. Er hat zwar neue Reifen, aber hat halt Radkappen. Es gab ja damals die sogenannten Kanaldeckel. Das waren eigentlich dann die Luxusfelgen auf diesem Auto. Die hat er leider nicht.
kann man sich aber kaufen, die gibt es. Aber ansonsten ist das ein ganz sauberes, ganz gepflegtes Coupé. Ich sag mal, da ist übrigens ab 85 Ende, ab 1985 hat es eine Modellpflege gegeben, das ist also zweite Serie. Da war das hier glatt und ist der Farbe angepasst gewesen. Vorher war das geriffelt da unten und die Autos der ersten Serie sind nicht ganz so gesucht. Das ist schon die zweite Serie mit den ganzen Modifikationen. Ich glaube, ihr könnt dem Auto also ansehen, dass der wirklich sehr, sehr sauber ist, sehr, sehr gepflegt. Ich mache euch hinten mal den Kofferraum auf. Das ist ein Wagen, mit dem man auch herrlich weite Reisen machen kann. Schaut mal hier rein. Wunderbar sauber. Nicht? Also auch in Weinrot, diese schöne, seltene Farbe. Man sieht, dass der Herr schon älter war. Hier ist alles neu, alles noch unbenutzt. Da müssen wir noch ein bisschen Service machen, ein bisschen Krümel rausholen. Werkzeugtasche noch nie aufgemacht gewesen. Also es ist ein sehr, sehr gepflegtes Auto. Sieht man auch hier. Also ich glaube, der hat nie Koffer darüber gezogen. Das ist alles noch tipptopp und wie neu. Ja, das rundet sich ab, dieses Bild hier. Einmal die Originalbetriebsanleitung für diese Fahrzeuge. Jetzt frage ich mich nur, ob das Checkheft ist hier nicht dabei. Nee. Hast du das? Lag im Handschuhfach? Da muss ich gucken. Also hier könnt ihr übrigens sehen, ein Eintrag, Dr. Ludwig Stockbauer hat das Auto in Passau gekauft, 1987, geboren, 28.03.1917. Und das sind immer Autos, sage ich mal, die habe ich immer gerne in meinem Beschwallen. Da weiß ich, ist super gepflegt, der Herr hat immer auf seinen Wagen geschaut. Und ich möchte euch jetzt ganz gerne mal hier die Tür aufmachen, weil was ich wunderschön finde, ach ja, hier nochmal ein Blick in den Tankdeckel auch. Schaut mal hier, die ganzen Aufkleber sind drauf. Also man sieht, dass das alles gepflegt ist. Auto ist bleifrei, gab ja damals auch Autos noch ohne bleifrei, die den Cut nicht hatten. Er hat ihn. Und schaut mal hier rein, also das ist ein extrem sauberes Auto, wobei wir wohlgemerkt den noch nicht mal gereinigt haben, das kommt noch. Schaut mal hier, wie sauber das alles ist. Also ich finde das auch optisch toll. Das war Serie damals, elektrische Sitzverstellung, das hat er, hat aber kein Memory. Hat eine Mittelautomatik, 4 elektrische Fensterheber und glücklicherweise hat er sich ein Schiebedach bestellt. Und sonst finde ich das also wirklich schön, den Wagen. Ich mache mal drüben die Seite auch auf, dass ihr das mal sehen könnt. Also ein schickes Coupé, und wenn ich mir vorstelle, so ein Wagen kostet nicht immer 50.000 €, dann heißt das ja, dass man hier eine Mercedes-Qualität hat, die immer noch absolut top ist, wo man für sehr wenig Geld wirklich einen Oldtimer fahren kann, und der ist ja mittlerweile 30 Jahre alt, der Wagen. Das heißt, er bekommt auch eine H-Zulassung und ist damit wirklich, also auch versicherungstechnisch und auch sonst sehr, sehr preiswert zu fahren. Also egal, wo man da reinkommt, hier sieht man auch, dass der Checkheft gepflegt ist. Hier vorne ist der Aufkleber. Ja, bei 80.000 nächste Inspektion, das könnt ihr sehen, das heißt, der ist immer Checkheft gepflegt worden. Und der Zustand von dem Wagen, den finde ich hervorragend. Und mir gefällt auch das Silber. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er überall Erstlack ist, aber ich würde das sogar fast vermuten. Da muss ich meine Jungs noch mal fragen aus der Aufarbeitung. Aber ich kann nirgends erkennen, dass er irgendwo einen Unfall hatte oder irgendwo dagegen gefahren ist. Sieht mir nicht so aus. Ganz, ganz sauberer Wagen. Neue Reifen hat er von Continental. Das ist sichtbar. Ja, und sonst ein wunderschönes Fahrzeug. Soll ich zumachen? Ja, das kann ich machen. Ja. Der Wagen braucht 8 Sekunden von 0 bis 100. Ist also auch schnell genug im heutigen... Ach, hier ist das Wartungsheft. Jetzt habe ich es... Das habe ich eben schlichtweg vergessen. Wartungsheft habe ich übersehen. Tut mir leid, jetzt habe ich es aber. Das ist es. Das Auto kommt ja aus Passau, ja, ist bis 80.000 alles gemacht. Schaut mal hier. Das ist natürlich älterer Herren, haben sich immer darum gekümmert, dass alles gemacht wurde. Und der war, als er den Wagen sich gekauft hat, ist er ja schon sehr alt gewesen, nicht? Hier 1987 in Passau gekauft, Ablieferungskontrolle. Da sieht man Kilometerstand 1400. Das ist alles immer in Passau abgestempelt worden. Da kommt der Wagen her, Kilometer 10.000. Das war dann 88. Also da merkt man schon, dass er wirklich wenig gefahren ist. 19.000, das war dann 89. 28.090. Also wie gesagt, der ist lückenlos, Checkheft gepflegt. Immer bei der gleichen Firma. Also ist natürlich toll, ne? Also deutsche erste Hand, wirklich ein wunderschönes Auto. Ja, ein bisschen Buchhalterausstattung habe ich gesagt. Aber ein zeitloses, edles Coupé. Geld verlieren tut er damit nicht, wenn er den Wagen so weiter haltet. Man könnte sich überlegen, da mal andere Räder drauf zu bauen, aber meine Güte, geht auch so. So ist er seinerzeit gekauft worden.
Ja, mittlerweile ist die Sonne auch zurück und rausgekommen. Jetzt sieht man mal, was für schöne Farben dieser Wagen hat, die wirklich selten sind. Das ist dieses Weinrot hier drin. Und es ist hier eigentlich egal im Auto, wo man guckt. Schaut mal, hier sind die Sonnenblenden. Das ist alles wie neu bei dem Auto. Da drüben mit Spiegel, neuwertig. Hier oben die Leseleuchte, es funktioniert auch alles. Schiebedachschalter hier oben. Es ist natürlich klar, ein altes Auto bleibt ein altes Auto. Er ist jetzt 30 Jahre alt. Da kann immer mal was sein, aber substanziell insgesamt ist das ein sehr gepflegter, sehr guter Wagen, den ich wirklich empfehlen kann. Wenn jemand sagt, ich habe nur 50.000 Euro, die ich ausgeben kann, da ist das doch hier wirklich schön. Guten Morgen. Da ist das doch wirklich hier ein tolles Angebot. Und bei Rallyes mit dabei sein, man kann seine Familie mitnehmen. Es ist ja ein 2+2 Coupé, da hinten ist Platz auch nochmal für 2 vollwertige Personen. Dann ist er zeitlos elegant. Dadurch, dass der keinen Mittelpfosten hat, zieht es auch nicht. Also wir fahren gerade die ganze Zeit hier mit offenem Fenster, also fährt sich total gut. Beide Fenster vorne und hinten rund. Einen rechten Außenspiegel hat er übrigens auch. Also die ganzen wichtigen Dinge, die nötig sind, die hat er. Und sich ein Bäckerradio zu besorgen, was er hier damals nicht reingebaut hat, ist, glaube ich, nicht das große Problem. Das bekommt man heute über eBay oder auch sonst im Teilehandel, kostet nicht viel. Ja, und was das Fahren angeht, so ein Wagen zieht gut ab. Es ist immerhin ein 8-Zylinder, schaut mal. Also langsam kann man da nicht sagen, der rauscht ganz schön los. Oh ja, der geht ganz gut ab. Also mit 420er schiebt ab. Da muss es kein 500er und auch kein 560er sein, denn auch das hier ist ja eine 8-Zylinder-Maschine. Und also er hat einen schönen Druck, muss ich wirklich sagen. Und verbrauchen, ich hatte selber früher so ein Auto, also jetzt nicht als 420, aber als 500. Die verbrauchen, wenn man jetzt sie nicht total prügelt gerade, immer so um die 12 Liter. Und das kann man fahren. Und wenn man den langsam fährt, der kommt auch mit 10 Litern klar. Finde ich absolut angemessen. Ich mache mal hier zu, vielleicht zieht es sonst zu sehr. Ne? Also der läuft ja wirklich toll. Ne? Mittelarmlehne hat das Auto. Also viele Extras, die, sage ich mal, noch 20 Jahre vorher alle einzeln bezahlt werden musste, hat der Wagen. Und das ist dieses hochwertige Velour, was Jahrzehnte hält. Wenn man sich überlegt, dass das über 30 Jahre alt ist, ist ja immer noch in einem neuwertigen Zustand. Auch die Teppichböden, das ist alles original. Das ist alles, jetzt haben wir ein bisschen schmutzige Füße gehabt, weil wir gefilmt haben, müssen wir über die Wiese laufen. Aber das ist alles wie neu. Und bei uns der Service macht nochmal eine komplette Innenreinigung. Also man hat hier ein wirklich tolles Geschäftsauto, ein Spaßobjekt, ein Auto mit ganz stabiler Wertentwicklung, wo es wirklich gute mit geringer Laufleistung kaum gibt. Das ist ein seltenes Auto. Und ja, ich fahre mal hier vorne rechts. Da hinten, die Kringel dann da hinten hoch. Ist auch schön leise, gleitet auch gut. Hat ein ganz modernes Fahrwerk, das merkt man. Hat 4 Bremsen, die ja bis 250 Kilometer standhalten mussten, weil der 560er lief 250, hat die gleichen Bremsen wie er hier. Also ein Auto, mit dem man echt toll unterwegs ist. Ich bin wirklich überrascht und begeistert, wie gut der läuft. Ja, die 8-Zylinder von Mercedes, das waren sehr, sehr gute Maschinen. Und wenn man den pflegt, regelmäßig in die Wartung bringt und jetzt vielleicht nicht nur Vollgasfahrten unternimmt, mit einer kalten Maschine hält so ein Motor ewig. Habt ihr ewig Freude mit und ich glaube auch nicht, dass er viel im Winter gefahren ist. Hat nirgends einen Rostansatz. Ich habe jedenfalls keinen finden können. Und man gleitet hier herrlich durch die Landschaft mit dem Wagen. Also normalerweise müsste so ein Auto 100.000 kosten bei dem, was er leistet und was er bietet. Und es ist ja manchmal so, dass Autos so ihren Tiefpunkt haben. Ich glaube, bei den Coupés ist es so. Wir spüren aber, sie steigen jetzt an und gute Autos sind wirklich gesucht und relativ wenig zu finden. Also wenn ihr so einen Wagen habt, genau nach Unfällen gucken, genau gucken, hat er einen ersten Lack, wie gepflegt ist der wirklich. Und ein Ersthandauto im Originalzustand ist wirklich vergleichsweise selten. Und ihr wisst ja, ich gucke immer nur nach Cargold-Qualität. Wenn ich Fahrzeuge habe, da müssen die erste höchstens zweite Hand sein und nach Möglichkeit völlig original, weil das sind immer die besten Autos und da habe ich auch Freude mit, weil dann man riecht das auch, man riecht das noch, wie die früher waren, was das bedeutete. Nicht so ein runtergewohnter Wagen, das ist einfach nicht mein Thema. Es macht mir selber keinen Spaß, sowas verkaufen wir auch nicht. Aber das Auto ist wirklich herrlich hier. Man kann ihn auch zügig fahren und er hat auch ein gutes Drehmoment. Ich schätze mal, dass er ein Drehmoment von ca. 400 hat. Er schiebt schön an. Er dreht auch nicht hoch. Also man sieht das hier immer so etwas 1500 vielleicht. Also jetzt gebe ich wieder Gas. Jetzt hat er ein bisschen mehr, aber normalerweise
niedriges Drehzahlniveau. Es gibt übrigens hier auch bei der Automatik eine S, eine Sporttaste. S ist das, und wenn man jetzt zurück macht, das E ist Economy. Also so weit war man 1987 auch schon. Man kann ihn also auch sparsam fahren. Und so ein Coupé ist halt nicht zum Rasen, sondern zum Reisen. Schönes Autochen, ja. Wirklich ein schönes Auto. Ja, wenn er jetzt endgültig gefinisht ist, kommt er in unserem Betrieb in Rosenheim, da wo die vielen Schaufenster sind. Ich glaube nicht, dass wir das Auto ewig haben, weil er einfach schön ist. Und so viele gibt es davon im Markt nicht im Angebot, wenn sie so gepflegt sind. Und glücklicherweise hat er sich ein Schiebedach genommen. Weil also der Wagen ganz ohne Extras, ohne Schiebedach wäre ein bisschen schade. Das hat er zum Glück. Ansonsten finde ich finde übrigens, wie man so drauf sitzt, auf diesen schönen Velour-Sitzen, das finde ich bequemer und angenehmer als auf Leder. Das ist nur jetzt so ein ganz persönliches Empfinden, was ich gerade habe. Fährt sich wirklich schön, sitzt gut. Wurzelholz habe ich euch gezeigt am Armaturenbrett. Aber wie gesagt, das war 1972, 71 einfach noch besser, noch hochwertiger. Da hat Mercedes dann begonnen zu sparen, das finde ich manchmal schade. Fährt schön, was? Schönes Auto, ne? Wenn man überlegt, für wie wenig Geld, vor allen Dingen hält er ja seinen Wert. Das Auto verliert ja nicht mehr. Oh, fährt sich total schön, also es ist ja wirklich... Wir haben im Moment einige Nachfrage nach der Baureihe 126. Das ist ja die Serie, das Coupé. Wenn ihr da gute Erst- oder Zweithandautos habt mit einer Laufleistung von unter 100.000 Kilometer, nach Möglichkeit Checkheft, bietet mir die bitte an. Die kaufen wir auch auf, weil ich die einfach gut finde. Mir gefallen die und ich glaube, dass die Autos Zukunft haben. Ich bin der Meinung, dass die im Moment noch verhältnismäßig preiswert sind. Also wenn ihr ein paar richtig schöne 126er Coupés kennt, bitte ruft mich an. Unter 080 36 und dann die 70 04 oder die Kollegen in Hamburg am Flughafen unter 040 25 33 5000. Würde ich mich sehr darüber freuen und natürlich sonst auch immer Autos in Cargold-Qualität bitte auch anbieten. Müssen wirklich gute Sachen sein. Autos, wo es halt nachher keinen Ärger gibt, sondern nur Freude, wenn man sie besitzt. Ihr wisst ja, mein Thema ist Freude am Auto. Und das zeigt sich vor allen Dingen dann immer dann, wenn man wirklich eine gute Qualität hat. Und wir sind stets wirklich bemüht, das Beste anzubieten, an das Beste ranzukommen, was es gibt. Und da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir dabei hilft. Und das ist ja am Ende für euch auch schön, ganz originale, gut gemachte Filme zu sehen, wo man sieht, wie die mal gebaut wurden. Nicht verfummelt, nicht kaputt, einfach schöne Autos. Ich weiß von vielen, dass die Freude haben, sich unsere Filme anzuschauen. Gerne mal abends auch mal, um Stress abzubauen, weil das ist mal was anderes als irgendwelche politischen Sendungen im Fernsehen, die sowieso manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen sind. Das hier macht immer Spaß, das ist Freude am Auto. Also helft mir dabei, da wäre ich euch sehr dankbar. Ja, da vorne jetzt 20 Kilometer Probefahrt. Auto läuft wirklich hervorragend, faszinierend schönes Coupé von Mercedes. Da beenden wir das Beuerberg, da biege ich jetzt rechts ab. Es bleibt mir noch, mich bei euch zu verabschieden. Bis zum nächsten Film, der steht schon da hinten. Jetzt haben wir 319 im Bus, das wird ganz was Besonderes, was Spannendes. Also alles Gute, bis zum nächsten Film. Euer Stefan Lufschitz und ciao.